Die Treppe steht noch. 186 Stufen. Granit. Derselbe Granit. Man kann heute dort stehen. Man kann hinunterschauen. Man sieht die Stufen, man sieht den Rand. Und dann stellt man sich vor, einen Mann 50 Kilogramm auf dem Rücken. Stufe für Stufe. Die SS oben. Die meisten schauen kurz und gehen weiter. März 1938. Der Anschluss. Wien, Blumenstraßen, Hakenkreuz, Fahnen. Keine Invasion, eine Begrüßung. Himmler unterzeichnete die Klassifizierung. Schutzhaftstufe 3, die einzige ihrer Art. Rückkehr unerwünscht. Mauthausen, Oberösterreich, 20 Kilometer von Linz, Hitlers Heimatstadt. August 1938. Das Lager öffnet. Sie kamen aus Polen, aus Spanien, aus der Sowjetunion, aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Ungarn. 40 Nationen. Rückkehr unerwünscht, Vernichtung durch Arbeit, dokumentiert von den Tätern selbst. Mit ihrer eigenen Unterschrift. Der Steinbruch, Wiener Graben, Albert Speer brauchte Granit für Germania, für Hitlers Hauptstadt. Die Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, eine SS-eigene Firma. Lieferscheine, Rechnungen, Verträge, Speer bestellte, Speer besuchte, Speer wusste. Und die Männer trugen einen Block auf dem Rücken, bis zu 50 Kilogramm, 186 Stufen immer wieder. Wer stolperte, wurde erschossen. Wer zu langsam war, wurde gestoßen. Wer fiel, riss den Mann hinter sich mit in die Tiefe. Unten lag der Steinbruch, oben stand die SS. Februar 1941, Amsterdam, die SS überfiel das jüdische Viertel, verhaftete Männer auf der Straße, lud sie in Lastwagen. Sie wussten nicht wohin, sie wussten nicht warum, sie waren Juden, das reichte. Unter ihnen Jakob Philipp Spiegelmacher, 30 Jahre alt. Sein Sohn wurde geboren, nachdem er deportiert wurde. Er schrieb seiner Frau aus Mauthausen, wollte wissen, wie das Kind aussieht. 9 Tage später war er tot. Ahrensmeer, Lompenkopmann, 29 Jahre alt. Er steht auf einem der Razzia-Fotos ganz links in der Straße. Man kann sein Gesicht sehen. Die Männer starben alphabetisch, 1. bis 6. September 1941. Jeden Tag zwischen 22 und 28 Tote, nach Nachnamen geordnet. Wer nicht an der Treppe starb, kam ins Schloss Hartheim, die ersten Gaskammern. Ihr Tod wurde auf geheimen Karten vermerkt. Administrativ verschleiert. Die SS trieb sie an den Rand. 186 Stufen tief, Granitstille, Winterkälte. Dann stand ein Mann am Rand, neben seinem Nebenmann, und hörte den Befehl: stoß ihn oder spring selbst. Manche stießen, manche sprangen, manche schlossen die Augen. Die SS stand am Rand, fotografierte, lachte, nannte es die Fallschirmspringer. Die Todesmeldungen kamen nach Amsterdam, alle gestorben an Herzversagen.
auf der Flucht erschossen. Jeder Einzelne die Stadt verstand. Amsterdam, das Jerusalem des Nordens, 300 Jahre sephardisches Erbe. Vertrieben aus Spanien, in Amsterdam geblieben. Spinoza kam aus dieser Gemeinde. Rembrandt malte ihre Gesichter. Und jetzt, Februar 1941, Amsterdam streikt. Tramfahrer, Hafenarbeiter, Fabrikarbeiter. Der einzige organisierte Massenprotest gegen die Judenverfolgung im besetzten Europa. Die SS schlug ihn nieder, aber er passierte. Ein Häftling arbeitete im Fotolabor. Francisco Boy, Spanier, Republikaner. Er sah die Fotos, er verstand, was sie bedeuteten. Bild für Bild schmuggelte er die Negative heraus unter Lebensgefahr. Versteckt bei einem österreichischen Zivilarbeiter. 1946 Nürnberg, Beusch sagte aus mit den Fotos der SS als Beweis gegen die SS. Der einzige Häftling, der dort als Zeuge sprach. 1945. Österreich weinte, sagte, wir waren die ersten Opfer, sagte, wir haben nichts gewusst. Die Männer, die den Steinbruch leiteten, gingen nach Hause, wurden Nachbarn, Bürger, Meister, Pensionäre. 1991, 53 Jahre später, Österreich erkannte offiziell an, mit Verantwortung zu tragen. Nicht Opfertäter, manche dieser Täter litten noch. Die Treppe steht noch. 186 Stufen. Der Stein erinnert sich, wir auch. Jakob Philipps, Spiegel machen, 30 Jahre alt, Vater eines Sohnes, den er nie sah. Ahrensmeer, Lompen, Kopenmann, 29 Jahre alt. Sein Gesicht ist auf dem Foto. Wir vergessen nicht.